Ey, hast du ein Problem oder was? Ja, passiv. Ach so, alles klar. Komm her, mein Freund, ich zeig's dir. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute habe ich wieder ein Grammatikbonbon für dich. Das Passiv im Deutschen macht vielen Lernern Angst, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. In diesem und im nächsten Video wirst du alle wichtigen Themen lernen, die du nicht nur für deinen Alltag und deinen Beruf, sondern auch für deine Deutschprüfung brauchst. Wenn du deine Grammatik verbessern willst, solltest du dir unbedingt das Einmaleins der Grammatik holen, das ich für dich erstellt habe. Darin findest du die wichtigsten Grammatikthemen und Übungen mit Lösungen, damit du noch heute dein Deutsch verbessern kannst. Natürlich ist es für dich kostenlos. Den Link findest du unter dem Video. Und wenn du dann noch nicht genug hast, dann folge mir auch auf Instagram und auf TikTok, denn dort kannst du noch mehr Deutsch lernen. Also, was heißt das überhaupt? Passiv. Schau dir mal die folgenden Beispiele an. Ich gieße die Blumen. Die Blumen werden gegossen. Ich streiche die Wand. Die Wand wird gestrichen. Fällt dir schon etwas auf? In den Aktivsätzen geht es darum, was ich mache. Ich bin das Subjekt. Ich bin aktiv und ich gieße und streiche. Zum Vergleich die Passivsätze. Ist hier die Person wichtig, die gießt und streicht? Nicht wirklich, denn beim Passiv ist die Handlung wichtig und nicht die Person. Und warum heißt es passiv? Ganz einfach. Was machen die Blumen? Nichts. Was macht die Wand? Nichts. Sie sind passiv. Das heißt also, dass ein Aktivsatz ein aktives Subjekt hat, das die Handlung des Verbs ausführt. Ich gieße und ich streiche. Aber ein Passivsatz hat ein passives Subjekt. Das Subjekt macht nichts. Die Blumen werden gegossen und die Wand wird gestrichen. Von wem? Keine Ahnung. Und das ist auch total egal, denn wichtig ist die Handlung, also die Aktion, die passiert. Wichtig ist hier nur, dass die Blumen nicht vertrocknen und dass die Wand schön weiß ist. Und hier kommen wir auch schon zu den beiden wichtigsten Fragen. Wozu braucht man überhaupt das Passiv? Und muss ich das beim Sprechen und Schreiben auf Deutsch benutzen? Das Passiv findest du immer dort, wo die handelnde Person nicht wichtig oder nicht bekannt ist. Hier noch 2 Beispiele. Das neue Freibad wurde endlich eröffnet. Interessiert dich, wer das Freibad eröffnet hat? Nein, du willst doch einfach nur baden gehen. Das Auto meines Nachbarn wurde letzte Nacht total zerkratzt. Ihn interessiert natürlich, wer das war, aber er weiß es nicht. Natürlich kann man genauso gut sagen, man hat endlich das Freibad eröffnet und jemand hat letzte Nacht das Auto meines Nachbarn zerkratzt. Und damit kommen wir zur Antwort auf die zweite Frage. Du kannst problemlos ein Leben ohne das Passiv führen, denn man kann jeden Passivsatz auch als Aktivsatz benutzen. Wie das geht mit der Umformung, zeige ich dir gleich. Also, wenn du sprichst oder schreibst, musst du das Passiv nicht benutzen. Es gibt immer eine andere Möglichkeit, aber vielleicht wirst du in einer Prüfung danach gefragt und dann solltest du es schon können. Außerdem findest du es sehr oft in der deutschen Sprache und du solltest es zumindest verstehen können. Wie ist das in deiner Muttersprache? Benutzt du oft das Passiv? Achte mal darauf, wie und wann du in deiner Muttersprache das Passiv benutzt. Das wird dir sehr beim Deutschlernen helfen. Übrigens,
Du kannst auch im Passivsatz die Person nennen, die die Handlung ausführt. Die Blumen werden von mir gegossen und die Wand wird von deiner Lehrerin Julia gestrichen. Jetzt hast du auch alle Satzteile, die du brauchst, um diese Passivsätze in Aktivsätze umzuformen. Die Blumen werden von mir gegossen. Ich gieße die Blumen. Die Wand wird von deiner Lehrerin Julia gestrichen. Deine Lehrerin Julia streicht die Wand. Es gibt dafür eine ganz einfache Grammatikregel. Das Akkusativobjekt im Aktivsatz ist das Subjekt im Passivsatz. Und das Subjekt im Aktivsatz ist von plus Dativ im Passivsatz. Nehmen wir mal einen Aktivsatz und formen ihn in einen Passivsatz um. Ich schreibe einen Brief. Das Akkusativobjekt ist einen Brief. Das nehmen wir jetzt als Subjekt im Passivsatz. Und Achtung, das Subjekt steht immer im Nominativ. Also, ein Brief wird geschrieben. Das Subjekt im Aktivsatz ist ich. Wenn wir das umformen, dann benutzen wir von mir. Also heißt der Satz, ein Brief wird von mir geschrieben. Fertig! Schauen wir uns jetzt mal die 6 verschiedenen Zeiten an, die wir im Deutschen haben. Die gelten leider auch für das Passiv. Ein Brief wird von mir geschrieben. Dieser Satz steht im Präsens und er besteht aus dem Verb werden und einem Partizip 2. Und das Gute ist, das Partizip 2 ändert nie seine Form. Das heißt, du änderst immer nur das Verb werden. Achtung, das sieht jetzt gleich ein bisschen kompliziert aus mit den verschiedenen Zeitformen. Aber keine Angst, denn die meisten davon benutzen wir sehr selten. Ich empfehle dir daher, gut die Zeiten Präsens und Präteritum zu lernen. Oft hört man auch das Perfekt, aber Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2, na. Präteritum. Ein Brief wurde von mir geschrieben. Perfekt. Ein Brief ist von mir geschrieben worden. Achtung, das Perfekt im Passiv benutzt man immer mit dem Hilfsverb sein. Und das Partizip 2 ist hier nicht geworden, sondern worden. Plusquamperfekt. Ein Brief war von mir geschrieben worden. Und auch hier benutzen wir das Hilfsverb sein in der Vergangenheit. Und das Partizip 2 ist immer worden und nicht geworden. Futur 1. Ein Brief wird von mir geschrieben werden. Futur 2. Ein Brief wird von mir geschrieben worden sein. Du siehst selbst, die Formen sind viel zu lang und viel zu kompliziert und deshalb benutzen wir sie eigentlich auch sehr, sehr selten. Aber es kann sein, dass du diese Formen irgendwann mal liest und dann weißt du Bescheid. Wir schauen uns jetzt noch etwas anderes an, denn das Passiv kann man aus 2 verschiedenen Perspektiven betrachten. Gehen wir nochmal zurück zu unseren Beispielen vom Anfang. Die Blumen werden gegossen. Das ist ein Prozess, oder? Aber wie sagt man, wenn der Prozess beendet ist? Die Blumen sind gegossen. Wie ist es beim zweiten Satz? Die Wand wird gestrichen. Auch diese ist irgendwann mal fertig. Und dann sagt man, die Wand ist gestrichen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Man spricht einerseits von Vorgangspassiv und andererseits von Zustandspassiv. Das Prinzip ist ganz einfach. Bei Handlungen haben wir normalerweise ein Ziel. Das heißt, wenn wir einen Prozess beginnen, wollen wir auch, dass der Prozess irgendwann zu Ende ist.
Ein gutes Beispiel ist Wäsche waschen. Die Wäsche wird gewaschen, aber sie wird natürlich nicht ewig gewaschen, denn irgendwann soll sie fertig sein. Und dann sagt man, die Wäsche ist gewaschen. Das funktioniert im Prinzip wie ein Adjektiv. Du kannst ja auch sagen, die Blumen sind schön, die Wand ist weiß und die Wäsche ist sauber. Verstehst du? Auch hier, die Suppe wird gekocht. Vorgangspassiv. Und wenn die Suppe fertig ist, sagen wir, die Suppe ist gekocht. Zustandspassiv. Gibt es für jedes Verb ein Vorgangspassiv und ein Zustandspassiv? Nein, es kommt auf die Sache an, die passiert. Zum Beispiel, stell dir vor, du verlierst dein Handy. Wie lange dauert es, ein Handy zu verlieren? Ist das überhaupt ein Vorgang? Eher nicht, denn das Verlieren dauert nur 1 Sekunde. Hier spricht man nur von einem Zustand, wenn das Handy weg ist. Also das Handy ist verloren. Andersrum gibt es manche Aktionen, die keinen Zustand haben, weil die Aktion zum Beispiel kein Ende hat oder weil die Form einfach nicht logisch ist. Die Sonne strahlt die Erde an. Das macht sie immer. Hier gibt es kein Ende, zumindest solange unsere Sonne existiert. Es ist hier also nicht möglich zu sagen, die Erde ist von der Sonne angestrahlt. Man sagt, die Erde wird von der Sonne angestrahlt. Oder du gehst ins Museum und schaust dir ein Bild an. Das heißt, das Bild wird von dir angeschaut. Wenn du damit fertig bist, findest du es logisch zu sagen, das Bild ist jetzt von dir angeschaut? Eher nicht. Also hier benutzen wir kein Zustandspassiv, sondern nur das Vorgangspassiv. Auch hier empfehle ich dir, in deiner Muttersprache darauf zu achten, wann du das Vorgangspassiv und wann du das Zustandspassiv benutzt. Und zum Abschluss schauen wir uns noch an, welche Verben kein Passiv bilden können. Und hier ist es gut, einfach mal ganz logisch zu denken. Das Passiv gibt es nur, wenn eine Person oder Sache etwas mit einer anderen Person oder Sache machen kann. Zum Beispiel Autos reparieren oder Dinge einkaufen oder andere Personen über etwas informieren. Also prinzipiell immer da, wo es ein Akkusativobjekt gibt. Autos werden repariert, Dinge werden eingekauft und Personen werden informiert. Das heißt also, wenn es im Aktivsatz kein Objekt gibt, dann gibt es in der Regel auch kein Passiv. Das ist zum Beispiel der Fall bei Modalverben. Ich kann singen, aber ich kann nicht gesungen werden. Das kann nur ich alleine machen. Keine andere Person kann für mich singen. Achtung, es gibt Passivsätze mit Modalverben, aber nur, wenn das Hauptverb passivfähig ist. Zum Beispiel, der Patient wird operiert. Oder der Patient muss operiert werden. Dieses Thema erkläre ich euch aber im nächsten Video. Dann bei Verben der Bewegung oder der Zustandsveränderung, zum Beispiel gehen oder einschlafen. Und das sind diejenigen Verben, die das Perfekt mit sein bilden. Ein super Beispiel ist zur Toilette gehen. Kann ich für dich zur Toilette gehen? Nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das kannst du nur alleine machen. Reflexive Verben. Du verliebst dich in eine andere Person. Auch das kannst du nur alleine machen. Niemand kann sich für dich in eine andere Person verlieben, verstehst du? Und deshalb gibt es hier keine Möglichkeit, ein Passiv zu bilden. Verben mit der Bedeutung haben, bekommen oder erhalten. Sagen wir, du hast ein Handy. Auch hier ist es unlogisch zu sagen, du wirst ein Handy gehabt. Für mich ist das jetzt selbst total unlogisch, das auszusprechen.
Und zum Schluss die Verben kennen, wissen oder kosten. Fallen dir noch andere Verben ein, die kein Passiv haben können? Dann schreib sie in die Kommentare. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Im nächsten Teil lernst du Passivsätze mit Dativobjekt, ohne Subjekt, passiv mit Modalverben, das Erststellen es und, ganz wichtig, Passiversatzformen. Die brauchst du vor allem für deine Deutschprüfung, aber auch allgemein werden sie sehr oft von uns benutzt. Also abonniere am besten jetzt meinen Kanal und aktiviere die Glocke, denn dann weißt du sofort, wenn das nächste Video online ist. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.